Hallo und willkommen zurück zu Blues and Bullets. In der letzten Folge haben wir ja jetzt hier alle Fäden zusammengeführt. Wir sehen, dass Mike Tyson ganz versessen ist, in sein kleines Büchlein reinzuschauen, was auch immer, wahrscheinlich ein kleiner Comic über Tauben. So, wir schauen mal hier in den Koffer. Wir können hier auch wieder bewegen, wie man so schön sieht. Mal schauen, hier haben wir was. Na klar, die Schlösser öffnen erstmal. Das andere wahrscheinlich auch noch. Wahnsinn. Und jetzt öffnen wir den nochmal. Und sehen, dass da verdammt viel Papier drin ist. Schnell einstecken und weglaufen. So viel zum Thema unbestechlich. I'd be surprised. Probably his guests, and I doubt it was to pay Boccherini for his services. None of his forgeries are worth that much. Wie kommt er zu dieser 1 Million? Ich meine, für Fälschung kriegst du keine Millionen. Carlo, I have the goods for OB, but I have to take the children to school tomorrow and I can't make the meetup. Friday, same time, same place. It's signed NI. These initials are getting to be a pain in the ass, right? I have to take the kids to school tomorrow. I don't think this is some loving divorced daddy, Milton. I take back what I just said. Wir schauen weiter. Also OB haben wir ja die Initialien zum Beispiel im Auto gefunden. Also hat er einen Auftrag für den erfüllt, dem das Auto gehört. Osmond Burke. OB. Do we know him? Dem gehört das The Auto. eldest son of the richest family in Vermont, convicted rapist. Genau, He was Vermont. arrested thanks to the testimony of his father, who wound up disinheriting him. He escaped from prison last week. He broke into the family home and slit the throats of all his relatives one by one, opened the safe and got away with a fortune. Oh. They don't make jails like they used to. All starting to add up, isn't it? Oh, ich habe doch gesagt, der ist noch hier. Oh, fuck. Oh. Ich hab doch gedrückt, verdammt. Das kommt immer so unerwartet, man muss immer bereit sein. Okay, jetzt bin ich bereit. Alter Vater, Milton, hilf doch mal. Okay. Ich bin bereit. Boah. Achso, ich drück immer noch. Muss gar nicht mehr. Auf, mach ihn fertig. Milton, hilf doch mal. Hier, den Schwergewichtsweltmeister dabei. Und dann... Was soll ich machen? Schlag da mal richtig zu, nicht so wie ein Weichei. Da liegt ein Messer, Ja. Okay. Auf, komm schon. Jawohl. Der sieht aber auch nicht ganz fit aus. Who's coming back? Him! The monster! The guy who killed Boccherini? He was a monster! Oh, get your hands off me, Negro! Boah. What was he like? Describe him for me. It was a monster. Red and black. I mean, his head reached the ceiling. He tore off his hands with his claws! It was a monster! A monster! Should I hit him again? Ja, bitte. You're Osmond Burke, right? Yes. Good. Now pay attention, Burke, because I have a question for you. So was fragen wir jetzt erst. Wir fragen Dokumente, nee, Koffer ist eigentlich egal. Who wrote this note? Nikolai Ivankov. Rings a bell.
One of Capone's right-hand men 20 years ago. What does this stuff about kids mean? I don't know. Calm down, Burke. You were going to meet up with him, right? Yes, yeah, at the docks, berth 42, right next to where the alligator 3 is moored. So what's the meetup time? Tomorrow at noon. Tomorrow. Tomorrow? No, it's going to be tonight. Sehr gut. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Don't get too comfortable. We'll be there in no time. Wo sollen wir denn hinfahren? Zur Polizei nicht. Ich denke mal, das wird hier eine private Ermittlung werden. Wir haben die Alice heißt sie, glaube ich, ja bei der Polizei dabei. Wir werden bald da sein, ja. Und dann bringen wir sie in ein Lokal. There are certain types of people I don't allow in my diner. But today I have no choice but to mein make an Lokal. exception. I'm afraid not, Mr. Ness. I have to take him to Alphonse. Out of the question. I know his temper. He'll beat him to a pulp. Listen, if the missing girl was your granddaughter, you wouldn't forgive me if I didn't let you see the only suspect who could lead us to her. Okay. Okay, weil wäre keine gute Idee gewesen, ihn zu uns zu holen. Ich glaube, den Stress sollten wir von uns weghalten. Shucks. What? I thought that bloodbath would cover up the smell of stale grease. I was wrong. Oh, warte, was hat das jetzt zu bedeuten? Bratfett haben wir doch vorher gerochen schon. Fuck. Am Ende hängt das alles zusammen. Dass es vielleicht gar nicht nur einen Täter gab, sondern zwei. Eliot? Ah, Delphine. Oh, thank God you're here. The lights were off, so I thought that... I'm sorry. I got out of the hospital late, then I went to the station to pick up Jim's check, and when they told me... I'm scared. Of what? What are you drinking? Saft natürlich. Wir trinken immer nur It's Saft. only juice. Juice and nothing else. Breathe on me. You heard me. I'm sorry. It hasn't been a good day. What's happened? Okay. Gut, dass wir vorher nichts getrunken haben. No! You knew! Knew about what? What's that gun doing there? Halbwahrheit, Lüge, Geheimnis. Wir haben sie ja eigentlich verloren, indem wir wirklich in dieser Sache so tief versunken sind, dass wir ja gar keine Zeit mehr hatten. Halbwahrheit ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwammig. Was ist die Halbwahrheit? Ich denke aber, wir sollten sie damit nicht behelligen, weil wir sie damit auch wieder in eine Welt reinziehen, die eigentlich ja hinter ihr liegen soll. Deswegen machen wir ein Geheimnis I'd draus. love to tell you, but I can't. It's better you don't get Genau. involved. Ich denke, das war die richtige Antwort. No, I don't know. And if you keep up the guessing Ja, games, was I'll ist denn never los? Spuck's aus, He's Mensch. back. know. Who? Him. I don't know why it still surprises me, but it's incredible that you were such a good detective, and yet you've never been able to understand people. Capone got out of jail. Ja. Where'd you hear that? Chief Jenkins. Chief Jenkins. The same guy who said he was going to clean up Santa Esperanza, right? In that case, you can rest assured Capone just put on his striped pajamas, and in 4 minutes' time, he'll be snoring in his cell. Eliot, what if it's true? If he's out, what's the first thing he's going to do? Who does he hate more than anyone? Das Alter, die Überlegenheit, die Jury. Wen hasst er? Let him come. He'll find the fastest waiter in Santa Esperanza. Before he can pull his gun, I'll have him dead drunk. Please, Eliot, don't joke. You're the only part of Jim's life that I have left. If you put yourself in danger, Achso, das ist Jims Frau. Stimmt, das ist gar nicht unsere. Was? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Schulter. I'm fine. Thanks.
Mafioso. Was ist nur los, Eliot? Mafioso sind los, die Küche ist los, Boxen. Achso, durch was haben wir uns dort verletzt? Ich würde sagen, die Küche. My hand? I burnt it cooking. Fried eggs are the devil's work. Naja, What's da going sind schon on, einige Elliot? dran umgekommen. We're closed. Can you wait outside for a couple of minutes, Milton? Sure, of course. Although, I'm sorry to say, but we're short on time. Ja, warum nur? I said a couple of minutes, Milton. Ja. It's all right. Goodbye, Elliot. You can use that couple of minutes to teach this gentleman some manners. Okay. Also wir gehen auf jeden Fall trotzdem zu dem Fall. No, and it's none of your business. Ich mag den Kerl, obwohl er uns Sorry, bestimmt buddy. irgendwann die Fresse I polieren brought your wird. rapist costume for the party. Bin ich mir ziemlich sicher, dass er uns irgendwann mal aufs Maul haut. Seriously, you're not... No, she's the wife of a friend who died in the line of duty, Jim Dockers. Alphonse told me about him. Your Alphonse killed him. Yeah, I'm sorry, Mr. Ness. Although he's not the same man he was. Anyway, isn't the deal with marriage until death do us part? It's not that simple. There are other factors. Tja, was spielt da an? Was spielt da sonst noch mit rein? Treue. Dockers was my best friend. I couldn't do that to him, not even now he's dead. Right. So you like her, but you don't have the nerve. Oh yeah? What would you do? Women have never been one of my priorities. I'm sorry. Forget it. Oh je. You screwed Alphonse good, didn't you? I don't think he holds it against me this far down the line. He's a new man now, right? Did you enjoy it? Nee, Spaß hat's keinen gemacht, aber ich denke mal, die Genugtuung I'm a war cop. schon da. Correction, I was a cop. You do the job you're given. End of story. I hear you. But you didn't finish the next job they gave you. Did they find those kids? No. How do I look? Like the invisible man in the movie. No one's gonna buy it. Take it easy. Everything's going to work out fine. Aber ein paar humorvolle Phasen hat's auch. Also es kommt jetzt wirklich richtig in Fahrt, das Spiel. Richtig gut. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Macht Spaß. Ich hoffe, die Episoden brauchen auch nicht allzu lange, um zu erscheinen. Vor allem man macht sich eigentlich überhaupt keine Gedanken, was man hier eigentlich quatscht. Das Spiel ist so gut, da kommt man auch gar nicht so groß dazu. So, jetzt sind wir ja schon am Dock und hier machen wir nochmal eine kleine Pause. Wir schauen dann, ob wir mit unserer Nummer mit dem unsichtbaren Mann durchkommen. So, wir haben auf jeden Fall schon mal eine etwas größere Szenerie. Wir sehen auch schon einige zwielichtige Leute unten am Hafen. Und das hat uns ja unser guter Burke verraten, dass hier ein Treffen stattfinden wird. Und er hat es ja wohl auch nochmal verlegt. So, everything's gonna work out fine, huh? You sure it's here? Relax. It's just a little further. Just follow me. Okay, geht zum Treffen mit Ivankov und das machen wir dann in der nächsten Folge, oder Ivankov, wie der Kerl gesagt hat. Also wir treffen uns mit Ivankov in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Dann gibt es hoffentlich auch bald wieder ein neues Puzzle. Wir sehen uns. Bis gleich.